storm's coming. Hallo Leute, wisst ihr, was das hier ist? Es ist ein Florida Hurricane Survival Kit. Batterien und Bier. Ich schätze, jedoch steckt ein wenig Wahrheit dahinter. Kurz bevor ein Hurricane bevorstand, besuchte ich einen Supermarkt. Der Typ vor mir in der Schlange hatte nur 2 Dinge auf das Fließband gelegt: Batterien und Bier. Die Kassiererin war erstaunt und fragte, ist das alles? Er antwortete, was braucht man mehr? Das ist tatsächlich so passiert. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Hurricane-Vorbereitung reden. Was sollte man in Florida beachten, wenn ein Hurricane bevorsteht? Letzten Juli ist Tropical Storm Elsa an uns vorbeigezogen. Zum Glück haben wir keine Schäden erlitten. Jedoch habe ich die Gelegenheit für euch genutzt, um ein Video darüber zu drehen. In diesem Video werde ich euch aufzeigen, wie ich mein Haus auf einen tropischen Sturm oder einen Hurricane vorbereite. Bevor ich euch die Vorbereitungen zeige, rede ich mit euch ein bisschen über Hurricane-Terminologie und ich teile euch einige Zahlen und Fakten mit. Wir sind derzeit in der Mitte der Hurricane-Saison, welche vom 1. Juni bis 30. November andauert. Laut der National Oceanic and Atmospheric Administration, oder NOAA, finden durchschnittlich jedes Jahr im Atlantik 14 Named Storms statt. Die Stürme werden alle mit Namen versehen. Aus diesen 14 Stürmen werden etwa 7 Hurricanes und 3 davon sind meistens Major Hurricanes oder schwere Hurrikane. Es gibt verschiedene Sturmabstufungen. Die Stufe hängt von der Windgeschwindigkeit ab. Ein Tropical Depression ist ein Sturm mit einem rotierenden Kreislauf und einer Windgeschwindigkeit von 62 km/h oder weniger. Wenn die Windgeschwindigkeit 63 km/h erreicht, wird der Sturm als Tropical Storm bezeichnet und der Sturm wird auch benannt, zum Beispiel Tropical Storm Elsa. Wenn ein Tropical Storm eine Windgeschwindigkeit von 119 km/h erreicht, ist er offiziell ein Hurricane geworden. Es gibt 5 Hurricane-Kategorien, Category 1 bis Category 5. Man hört öfters die Abkürzung Cat 1 oder Cat 2 und so weiter. Je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher die Kategorie. Wenn ein Hurricane sich einem Küstenbereich annähert, kündigt das National Hurricane Center in Miami entweder ein Hurricane Warning oder ein Hurricane Watch an. Ein Hurricane Warning bedeutet, dass es hurrikanartige Winde innerhalb von 48 Stunden bestehen werden. Ein Hurricane Watch bedeutet innerhalb von 36 Stunden. Wenn entweder ein Hurricane Warning oder ein Hurricane Watch für einen Bereich angekündigt wird, kann man davon ausgehen, dass eine Evakuierung für diesen Bereich kurz daraufhin von den Behörden angeordnet wird. Es gibt 2 Arten Evakuierung: Voluntary und Mandatory. Eine Voluntary Evacuation ist, wie gesagt, freiwillig. Du als Bewohner hast die Wahl. Eine Mandatory Evacuation ist Pflicht. Es gibt verschiedene Evakuierungszonen in Florida. Die Zonen in Pinellas County, wo ich wohne, sind von A bis E bezeichnet. Die Zonen sind von der Höhe des Bodens abhängig. Je höher der Boden, desto höher der Buchstabe. Wenn eine Mandatory Evacuation ausgesprochen wird, erfolgt die Evakuierung der Reihe nach. Also zunächst Zone A, dann Zone B, Zone C und so weiter. Es gibt eine sehr wichtige Ausnahme. Alle Menschen, die in Mobile Home Parks wohnen, müssen sofort evakuieren, egal in welcher Zone sie wohnen. Diese Landkarte zeigt die verschiedenen Evakuierungszonen in Pinellas County. Zone A ist rot, Zone B ist orange, Zone C gelb, Zone D grün und Zone E lila. Ich wohne in Zone B. Im September 2017 haben wir zum ersten Mal wegen Hurricane Irma eine Mandatory Evacuation erlebt. Das bleibt einem wirklich in Erinnerung. Irma war ein Kategorie 4 Hurricane, der direkt kerzengerade durch den Bundesstaat Florida gezogen ist.
In den bevorstehenden Tagen wurden die Tankstellen mit Autos überschwemmt, da die Leute in Panik gerieten, nicht mehr vortanken zu können. Ein mit Lautsprecher ausgestatteter Polizeiwagen ist durch unsere Nachbarschaft gefahren und es wurde durchgesagt, sie mussten innerhalb von 24 Stunden evakuieren. Es war die größte Evakuierung in der Geschichte Floridas. 6,5 Millionen Menschen mussten aus Florida evakuiert werden. Die Autobahnen waren voll und die Tankstellen waren leer. Zum Glück haben wir Verwandte in Tallahassee und wir sind bei ihnen geblieben. Auf dem Tisch seht ihr ein paar Dinge, die wir immer während der Hurrikansaison zu Hause haben. Wasserflaschen, Batterien, Taschenlampen, Funkgerät. Dieses Funkgerät ist ein Notfunker, weil es durch einen Kurbelmechanismus betrieben wird. Haltbares Essen ist auch wichtig, falls die Supermärkte geschlossen bleiben. Eine dreitägige Versorgung ist eine gute Regel. All unsere wichtigen Dokumente, zum Beispiel Social Security Cards, Geburtsurkunden, Heiratsurkunde, Testament, Bankdokumente und so weiter behalten wir in diesem Schließfach. Falls wir in die Situation einer Evakuierung kommen, nehmen wir es mit. Jetzt zeige ich euch, wie ich mein Haus letzten Juli auf Tropical Storm Elsa vorbereitet habe. Als erstes lasse ich ein wenig Wasser von meinem Pool ablaufen. Dann prüfe ich die Regenrinne. Ich verstaue schwere Gegenstände in der Garage. Ich baue eine Art Sperre auf meiner Terrasse, um das Flutwasser einzudämmen. Die Säcke bauen sich aus, wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen. Jetzt muss ich Sandsäcke holen gehen. Das ist die Schlange von Autos. Ich habe über eine Stunde gewartet. Ich lege die Sandsäcke vor meine Tür und in die Bereiche, in denen sich das Wasser ansammelt. Unsere Fenster sind PGT-Windows, welche hurricane-resistant oder hurricane-schutzbeständig sind. Wenn wir evakuieren müssen, weil der Hurrikan besonders stark ist, montiere ich spezielles Hurricane-Fabric an meiner Garage und Haustür. Dieser Stoff schützt gegen umherfliegende Trümmer. That is a lot of work. All right, ready as we'll ever be. Was machen wir in der Zwischenzeit, wenn wir nicht evakuieren müssen? Wir grillen. Okay. Wir fahren mit dem Fahrrad in der Nachbarschaft. Hallo. Wir sehen uns den Wetterbericht im Fernsehen an. Es gibt wirklich nicht weiteres zu tun, als auf den Sturm zu warten. Wir sind noch einmal heil davon gekommen. Wir haben keine Schäden erlitten. Und die Sonne scheint wieder einmal. Leben in Florida. Ich hoffe, dass ihr dieses Video informativ gefunden habt. Ein Like oder Thumbs Up würde mich sehr freuen. Wie immer freue ich mich auf eure tollen Kommentare. Diese sind der beste Teil meines Kanals, meiner Meinung nach.
Jeden Monat versammelt sich die Fahrschein nach Florida Community und wir reden über Florida. Ich finde das toll. Ich habe eine Frage für euch. Viele von euch haben Florida mehrmals besucht. Mich würde interessieren, ob ihr je in Florida während eines Hurrikans wart. Ich kenne mindestens einen Zuschauer, der ein Lied davon singen kann. Okay Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Monat von Fahrschein nach Florida. Euer Fahrschein zum Sonnenschein. Tschüss!